Servus zusammen auf eurem Tabletop YouTube-Kanal für Spielsysteme, die nicht ganz so häufig vertreten sind, sowohl hier auf YouTube als auch allgemein in der Community. Das soll sich ja auch hier ein bisschen mit dem Kanal eben ändern, dass hier mehr zu diesen Spielsystemen gemacht wird. Und natürlich auch willkommen, falls du neu auf dem Kanal bist. Auch wenn ich hier in erster Linie Spielsysteme wie Kings of War, worum es ja auch heute gehen wird, behandle auf dem Kanal, heißt das ja nicht, dass ich von Zeit zu Zeit nicht auch zurückkomme zu älteren Systemen bzw. zu Systemen, die ich früher mal gespielt habe oder die eben auch weiter verbreitet sind. Und das ist eben auch der Punkt für dieses heutige Video. Ich möchte hier mal auf den Punkt eingehen, wieso ich Kings of War mittlerweile gegenüber, in diesem Fall jetzt Warhammer The Old World, bevorzuge. Das Video ist jetzt auch gar nicht dafür gedacht, hier irgendwie negativ für irgendeines der Spielsysteme hier aufzutreten oder irgendetwas Ähnliches, sondern ich möchte hier einfach meine eigene Meinung, meinen Gesichtspunkt, wie ich das Ganze sehe, eben ein bisschen verdeutlichen und einfach auf Video bannern. Grundsätzlich mein erster Gedanke war, und der hat sich aber eigentlich von selbst dann wieder relativiert, was ich als erstes sagen wollte, war eben das Thema Figuren, eben auf den Bezug dorthin, dass Kings of War Figuren recht noch einfach gehalten sind. Viele würden vielleicht sagen, nicht so hohe Qualität, mag sicher in der einen oder anderen Situation auch stimmen. Hat sich aber natürlich dorthin gehend relativiert, wenn wir natürlich uns das Thema der Old World ansehen, dass diese Figuren, und das werden alle von euch wissen, ja in erster Linie alte Figuren sind, die einfach wieder jetzt neu rausgekommen sind. Also das ist gar nicht mal so der Punkt, beziehungsweise den Punkt musste ich persönlich dann auch von meiner Liste streichen, weil das ja auch, wie gesagt, in den meisten Fällen gar keine neuen Figuren sind und daher diese Miniaturen, die es für Old World, also Warhammer The Old World, aktuell gibt und auch in Zukunft wahrscheinlich noch kommen werden, zu großen Teilen ja eben Figuren sind, die es schon lange gibt, die dementsprechend auch nicht so detailliert sind, wie das heutzutage mit den Games Workshop Figuren eben der Fall ist. Also diesen Punkt kann ich und muss ich aus diesem Video dann eigentlich streichen als Vorteil, wieso ich Kings of War bevorzuge gegenüber Warhammer The Old World. Ein Grund, den ich hier vielleicht vorneweg noch nennen möchte, ist natürlich auch die vorhandene Spielerschaft, denn ich habe es in einem anderen Video auch schon mal gesagt, zum Thema, dass Warhammer The Old World eigentlich bei mir im Umfeld, dort wo ich mich jetzt aktuell eben aktiver aufhalte, beziehungsweise schon seit langem auch unterwegs bin mit dem Club, Warhammer The Old World eigentlich überhaupt keinen Anklang gefunden hat und dementsprechend es keine Relevanz für mich in diesem Zusammenhang gegeben hat, mich in den letzten Wochen und Monaten mit diesem Thema eigentlich auseinanderzusetzen. Das wäre schon einmal ein bisschen der erste Punkt, wieso Warhammer The Old World jetzt etwas in den Hintergrund getreten ist und für mich eigentlich nicht so interessant ist gegenüber Kings of War. Diese Begründung ist aber jetzt eigentlich nicht wirklich so aussagekräftig, ist auch eher etwas Persönliches, etwas, mit dem vielleicht mehr Leute auch etwas anfangen können, ist eben das Spielsystem selbst, das mir persönlich eigentlich eben sehr gut gefällt. Die Tatsache, dass eben ein Spieler an der Reihe ist, gefällt mir. Die Tatsache, dass man eben nicht die ganze Zeit hin und her wechselt, das spart eben Zeit. Also man hat nicht einen Spieler, der dann irgendwie angegriffen wird, beschossen wird und Rüstungsprüfe machen muss. Das spart eben ganz einfach beim Spielen Zeit. Was ich dann eben für mich gemerkt habe, im Vergleich zu früher, weil ich habe ja auch Warhammer Fantasy bis zur 8. Edition gespielt, ein Kings of War Spiel geht wesentlich schneller und das selbst wenn man auf eben Punktegrößen von 2000 oder 2300 Punkten spielt, was so eben die beiden mehr oder weniger Standardspielgrößen sind, die sich so ein bisschen eingebürgert haben. Und trotz dieser Größe sind diese Spiele wesentlich schneller abzuhandeln, als das bei Warhammer Fantasy früher der Fall war, und auch das, was ich bisher gesehen habe von Warhammer The Old World, ergibt sich hier eigentlich das gleiche Bild. Also auch hier in diesem Vergleich mit Warhammer The Old World sind Spiele bei Kings of War wesentlich schneller abgehandelt, bei aber dennoch einer sehr großen Spielergröße.
Ein weiteres Thema, auf das ich kommen möchte, ist die Art und Weise, wie Figuren gebased werden bei Kings of War gegenüber früheren Warhammer Fantasy oder auch The Old World. Denn bei The Old World ist es eben so, dass jede Figur auf einem eigenen Base steht, ganz egal ob hier jetzt Infanteriefiguren oder auch größere Figuren. Jede Figur hat seine eigene individuelle Base. Dazu kommt natürlich jetzt noch der Umstand, dass das Ganze nicht kompatibel ist mit Warhammer Fantasy früher. Also ich müsste jetzt, wenn ich meine Gruftkönige wieder auffrischen wollen würde für The Old World, diese entweder umbasen oder was in meinem Fall eher passieren würde, irgendwie schauen, dass ich diese Bases bekomme, damit man das Ganze eben hier umwandeln kann auf die richtige Größe für die Einheiten, was die Breite betrifft und die Tiefe für The Old World. Also da würde ich definitiv nicht einzeln umbasen, meine alten Warhammer-Figuren. Aber generell ist eben der Punkt dieser, dass hier bei Warhammer The Old World, so wie früher Fantasy, wie schon gesagt, eben jede Figur auf einer Einzelbase steht. Im Gegensatz dazu hat es sich bei Kings of War schon lange eingebürgert, dass Einheiten auf Multibasen stehen, die für eine ganze Einheit da ist, wie man es hier auch ein bisschen erkennen kann, wo beide Modelle auf einer größeren Base stehen und die ganze Einheit repräsentieren, auch wenn es hier eben dann auch die Möglichkeit gibt, diese einzeln zu basen, kann man natürlich alles machen. Spricht ja nichts dagegen, ist ja auch in den Grundregeln auch so definiert. Denn es gibt eben eine vorgegebene Größe, was die Breite und die Tiefe der Regimenter betrifft, in Bezug auf den Fingerabdruck, den sie quasi am Spielfeld haben. Und ob man hier jetzt Einzelbases verwendet oder eben wie hier gezeigt, eine einzige große Base für die ganze Einheit, spielt keine Rolle. Aber was sehr viele machen bereits bei Kings of War schon länger, auch ich und mir persönlich auch gefällt, ist eben der Umstand, dass Einheiten eben auf solche Multibasen gestellt werden. Dadurch hat man nicht das Problem, Einzelfiguren herumbewegen zu müssen, wenn das Ganze sowieso in Regimentern daherkommt und bewegt wird, sondern man kann hier einfach eine ganze Einheit auf einmal aufnehmen und diese bewegen, macht auch wieder den Spielfluss sehr viel angenehmer und schneller, was eben auch wieder dazu beiträgt, zu dem, was ich vorhin schon gesagt habe, dass das Spiel insgesamt ganz einfach schneller abläuft, als das bei Warhammer Fantasy früher war oder eben auch nach wie vor bei Warhammer The Old World. Ich möchte hier in Zukunft dann auch noch weitere Videos zum Thema Kings of War eben machen, aufbauend auch auf den Videos der letzten Wochen. Falls du dir also hier Themen rausziehen konntest, die für dich interessant sind, würde es mich freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt unter dem Video, vor allem aber das Video eben weiter teilst, damit mehr Leute davon erfahren und falls du es eben nicht gemacht hast, vielleicht auch überlegst, selbst ein Abo zu hinterlassen und hier den Kanal zu unterstützen, größer zu werden. Danke dafür, soll es auch gewesen sein mit dieser Eigenwerbung und jetzt geht es weiter mit dem eigentlichen Thema hier für das Video und da möchte ich jetzt zum nächsten Punkt kommen, dem Thema der Regeln. Das ist nämlich auch etwas, das mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, wie das sehr viele Spielsysteme eigentlich machen, aber eben auch hier spezifisch auf das Video bezogen, eben auch bei Kings of War gegenüber Warhammer The Old World. Ihr habt hier dieses rote Regelbuch, das ist das derzeitig aktuelle Buch, das wir hier haben für Kings of War und mit Ausnahme einer einzigen Armeeliste sind auch in diesem Buch nicht nur die Grundregeln für Kings of War bzw. alle Regeln, die ihr braucht für Kings of War, um das Spiel zu spielen, inklusive Ambush-Regeln und Befestigungsregeln zu finden, sondern eben auch sämtliche Armeelisten. Dafür gibt es halt hier in diesem Buch keinen Hintergrund, sondern das ist eher regelbasierend, wie das Regelbuch auch schon der Name vermuten lässt. Aber im Gegensatz eben zu anderen Spielsystemen ist hier kein Fluff zu finden. Dafür aber sämtliche Armeelisten mit Ausnahme einer einzigen Armeeliste, und zwar das sind die Twilight King, die hier mit dem Clash of Kings Buch von 2024, das zum Jahresstart bzw. Ende 2023
erschienen ist, eben eine neue Armeeliste bekommen habt. Und dementsprechend ist es eben gar nicht notwendig, hier noch irgendwie bei Kings of War andere Bücher zu kaufen. Ihr braucht eben nur das Regelbuch und bevorzugterweise auch dieses aktuelle Clash of Kings Buch, um up-to-date zu sein mit euren Regeln, und natürlich sinnvoll und notwendig auch das Ganze, wenn ihr eben die Twilight King spielen wollt. Ich würde es aber ganz einfach trotzdem mir kaufen, weil ihr hier einfach up-to-date seid mit den Regeln. Und ich habe es im Video von letzter Woche angedeutet bzw. besprochen gehabt mit der Companion App. Ich werde euch das Video hier jetzt auch verlinken, das könnt ihr euch dann gerne noch einmal anschauen, denn im Endeffekt ist das gar nicht mal relevant und notwendig, dass ihr euch das Regelbuch kauft, beziehungsweise dieses Clash of Kings Buch, sondern ihr könnt auch durchaus mit digitalen Regeln soweit durchkommen, falls euch das ausreicht. Ein Punkt, den ich jetzt fast unterschlagen hätte, ist natürlich das Thema der verfügbaren Armeen beziehungsweise des Fluffs, denn auch dieser hat sich natürlich in den letzten Jahren bis zur 3. Edition, die wir hier bei Kings of War aktuell spielen, auch natürlich sehr weiter ausgebaut und erweitert. Und für mich ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich hier eben auch Armeen finde, wie in meinem Fall die Northern Alliance, die sich ganz einfach von dem abheben, was man bei Warhammer Fantasy früher hatte oder auch bei Warhammer The Old World findet oder auch bei anderen Spielsystemen, die im Fantasy-Bereich und Rank and File angesiedelt sind. Was dann für mich eben auch wieder ein sehr starker Punkt ist, wieso ich jetzt Kings of War mittlerweile bevorzuge gegenüber The Old World, weil man eben hier Möglichkeiten hat, so Dinge zu spielen wie hier aktuell zu sehen, diese quasi Rabenreiter mit den Zwergen drauf, die fliegen können eben klarerweise, oder eben auch in Bezug auf die Northern Alliance die Kombination, dass man hier Menschen hat, Elfen und aber auch Zwerge, die als eine gemeinsame Armee funktionieren und gespielt werden können, so wie man es auch hier bei der Mega Army Box hier sieht, was man hier an Content bekommt. Dort sind eben menschliche Einheiten drinnen, dort sind Elfen bzw. Halbelfen dabei, dort sind Zwerge dabei. Und das ist auch für mich wieder ein Grund, wieso ich Kings of War so gut finde und gerne spiele, weil ich diese Kombination, vor allem jetzt auch mit diesem nördlichen Thema, so noch gar nicht irgendwo anders gesehen habe und mich das persönlich einfach auch sehr anspricht. Und das ist natürlich auch wieder ein weiterer Punkt, den man vielleicht auch bei anderen Armeen von Kings of War finden kann, den man eben bei Warhammer The Old World vielleicht nicht hat und deswegen das Ganze eher vielleicht bevorzugen könnte aus diesem Hintergrund, diesem Fluff-spezifischen Teil. Möglicherweise waren hier jetzt ein paar Punkte dabei, die für dich auch interessant waren, ganz egal, ob du vom Thema Warhammer The Old World kommst oder gerade überlegst, ob du eines der beiden Spielsysteme anfangen möchtest. Aber vielleicht gibst du eben ganz einfach mit diesen Informationen, die du hier jetzt da gehört hast, Kings of War mal eine Chance. Dafür gibt es auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, habe ich auch im letztwöchigen Video behandelt gehabt, aber nur schnell noch zur Information. Es gibt hier Dinge wie dieses 2-Spieler Ambush Starter Set, da bekommt ihr alles, was ihr hier seht, für 2 Armeen. Da könnt ihr mal einen Einstieg wagen in Kings of War zu einem recht günstigen Preis, bekommt die Grundregeln und wie ich es ja auch schon letztes Mal gesagt habe, es gibt ja die Regeln von Kings of War auch kostenlos hier im Shop von Mantic. Ihr werdet dazu einen Link auch wieder in der Videobeschreibung hier finden unter dem Video. Das ist jetzt in keiner Weise gesponsert oder irgendetwas, aber falls euch das Ganze eben interessiert, könnt ihr euch über den Shop die kostenlosen Kings of War Regeln holen und dann einfach mal dem Ganzen einen Testlauf geben, auch vielleicht mit euren Warhammer The Old World Figuren. Mich würde es auf alle Fälle freuen, wenn wir hier in Zukunft weitere Kings of War Spieler begrüßen dürfen bei uns im deutschsprachigen Raum.